Eine moderne Betonbrücke gilt heute als alt, wenn sie 50 oder 80 Jahre übersteht. Danach bröckeln Kanten ab, Risse ziehen sich durch das Material und der Stahl im Inneren beginnt zu rosten. Wir bauen mit der modernsten Technik der Geschichte und trotzdem müssen wir unsere Bauwerke ständig reparieren. Aber in Rom steht eine Kuppel aus Beton, die seit fast 2000 Jahren ohne einen einzigen Stahlträger hält. Sie hat Erdbeben überstanden, Kriege und den Verfall eines ganzen Weltreichs. Und lange dachte niemand darüber nach, warum ausgerechnet der älteste Beton der Welt der haltbarste ist. Erst vor kurzem haben Forscher das eigentliche Geheimnis entschlüsselt. Und die Antwort klingt fast unglaublich. Denn dieser uralte Beton kann sich selbst heilen. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir analysieren, warum unser moderner Beton von innen heraus zerfällt. Wir klären, warum das Salzwasser des Meeres den römischen Beton nicht zerstört, sondern sogar stärker macht. Und wir reisen zu einem winzigen weißen Klümpchen, das das ganze Rätsel löst. Wenn du wissen willst, warum eine 2000 Jahre alte Technik unserer modernen überlegen ist, dann abonniere jetzt den Kanal. Um den Unterschied zu verstehen, müssen wir zuerst auf unseren eigenen Beton schauen. Moderner Beton ist für sich genommen unglaublich stark, wenn man ihn zusammendrückt. Aber er ist schwach, sobald man an ihm zieht. Deshalb gießt man Stahlstäbe in das Material, die diese Zugkräfte aufnehmen. Dieser Stahl ist die größte Stärke unseres Betons und zugleich seine größte Schwäche, denn sobald ein feiner Riss entsteht, dringt Wasser ein und erreicht den Stahl. Der Stahl beginnt zu rosten und Rost braucht mehr Platz als blankes Metall. Er dehnt sich aus und sprengt den Beton regelrecht von innen auf. Aus einem winzigen Riss wird so mit den Jahren ein großer Schaden. Die Römer kannten diesen Stahl im Beton nicht. Trotzdem haben sie Bauwerke errichtet, die uns bis heute in Erstaunen versetzen. Das berühmteste davon ist das Pantheon in Rom. Seine Kuppel hat einen Durchmesser von rund 43 Metern und besteht aus reinem, unbewehrtem Beton. Bis heute ist sie die größte Kuppel der Welt, die ganz ohne Stahl auskommt. Sie wurde vor fast 2000 Jahren errichtet und trägt sich noch immer selbst. In der Mitte der Kuppel klafft sogar ein großes offenes Loch durch das Regenfeld. Und trotzdem hält das Bauwerk Jahrhundert um Jahrhundert. Das Geheimnis beginnt bei den Zutaten. Die Römer mischten gebrannten Kalk mit einer ganz besonderen vulkanischen Asche. Diese Asche stammte aus der Gegend rund um den Vesuv, aus einem Ort namens Pozzuoli. In Verbindung mit Wasser bildete diese Mischung ein außergewöhnlich festes und langlebiges Gestein. Doch das allein erklärt das Wunder noch nicht. Lange dachten Forscher, die kleinen weißen Klümpchen im römischen Beton seien einfach ein Zeichen für schlampige Arbeit. Sie hielten sie für schlecht vermischten Kalk, also für einen Fehler. Genau diese Klümpchen aber sind in Wahrheit der Schlüssel zu allem. Im Jahr 2023 fand ein Forscherteam die wahre Erklärung. Die Römer haben ihren Kalk nicht vorsichtig mit Wasser gelöscht, sondern ihn vermutlich glühend heiß direkt untergemischt. Dabei entstanden im Beton Temperaturen von über 200 Grad und überall winzige Kalkklümpchen. Und diese Klümpchen wirken wie eine eingebaute Notapotheke. Bekommt der Beton einen Riss, läuft Wasser hinein und erreicht ein solches Klümpchen. Dort löst es eine chemische Reaktion aus und neues, hartes Material wächst direkt in den Riss hinein. Der Spalt füllt sich von selbst wieder mit festem Stein und verschließt sich. Was unseren Beton zerstört, nämlich eindringendes Wasser, macht den römischen Beton wieder heil. In Laborversuchen mit nachgebautem Römerbeton verschwanden absichtlich erzeugte Risse innerhalb von nur 2 Wochen wieder vollständig. Eine Vergleichsprobe ohne diese Kalkklümpchen blieb dagegen einfach offen. Noch verblüffender wird es am Meer. Salzwasser ist der schlimmste Feind unseres modernen Betons, weil es den Stahl besonders schnell zerfrisst. Hafenanlagen aus heutigem Beton müssen deshalb ständig erneuert werden. Bei den Römern war es genau umgekehrt. Ihre Hafenmauern stehen vielerorts noch nach 2000 Jahren im Wasser, denn das eindringende Meerwasser reagiert mit der vulkanischen Asche und lässt im Inneren immer neue, stabile Kristalle wachsen. Der Beton wird also nicht schwächer, je länger das Salzwasser auf ihn einwirkt, sondern fester. Die Brandung, die alles zerstören sollte, baut diesen Beton im Stillen immer weiter aus. Forscher entdeckten im Meeresbeton sogar ein seltenes Mineral, das sich sonst nur unter großer Hitze bildet. Hier aber wächst es ganz langsam über die Jahrhunderte aus dem Meerwasser selbst und verkittet dabei jeden feinen Riss. Jetzt liegt eine Frage auf der Hand. Wenn der römische Beton so überlegen ist, warum bauen wir dann nicht längst alles genauso? Der Grund ist nicht Dummheit, sondern Geschwindigkeit. Römischer Beton wird nur langsam fest und erreicht seine volle Härte erst nach langer Zeit. Für ein Weltreich, das in Jahrhunderten dachte, war das kein Problem. Unsere moderne Welt aber braucht Brücken, die in wenigen Wochen befahrbar sind und Hochhäuser, die in Monaten stehen.
Außerdem trägt unser Beton dank des Stahls riesige Lasten, die mit dem reinen Römerrezept kaum möglich wären. Wir haben uns also bewusst für Tempo und Tragkraft entschieden und dafür die Langlebigkeit geopfert. Doch genau das beginnt sich gerade zu ändern. Forscher versuchen heute, das Prinzip der selbstheilenden Kalkklümpchen in modernen Beton zu übertragen. Die Idee ist verlockend. Ein Beton, der kleine Risse selbst verschließt, müsste viel seltener repariert werden. Das würde nicht nur enorme Summen sparen, sondern auch riesige Mengen an Material. Denn die Herstellung von Zement ist für einen großen Teil der weltweiten Treibhausgase verantwortlich. Ein Bauwerk, das doppelt oder dreimal so lange hält, wäre damit auch ein Gewinn für das Klima. Eine 2000 Jahre alte Idee könnte so zur Lösung eines unserer modernsten Probleme werden. Das Pantheon ist nur das berühmteste Beispiel, aber längst nicht das einzige. Aus demselben Beton bauten die Römer die Fundamente des Kolosseums, in dem Zehntausende Zuschauer Platz fanden. Sie errichteten kilometerlange Wasserleitungen, riesige Thermen und sogar künstliche Häfen, die sie mitten ins offene Meer hineingossen. Vieles davon steht oder wirkt bis heute. Dieser Baustoff war damit nicht nur ein cleveres Material. Er war eine der Grundlagen, auf denen ein ganzes Weltreich überhaupt errichtet werden konnte. Beim Pantheon steckt noch ein weiterer Geniestreich im Detail. Unten, wo die Kuppel das meiste Gewicht tragen muss, sind die Mauern mehrere Meter dick. Nach oben hin aber wird die Kuppel immer dünner. Und die Römer mischten in den oberen Teil bewusst leichteres Gestein, etwa poröse Vulkansteine, die viel weniger wiegen. Zusätzlich sparten sie mit den berühmten vertieften Feldern an der Innenseite weiteres Gewicht ein. So trägt sich die Kuppel selbst, ohne unter ihrer eigenen Last zusammenzubrechen. Selbst der Regen, der durch das offene Loch in der Kuppel fällt, ist von Anfang an eingeplant. Der Boden darunter ist leicht gewölbt und kaum sichtbare Abflusslöcher lassen das Wasser einfach versickern. Die moderne Forschung geht heute sogar noch einen Schritt weiter. In manchen Versuchen mischt man dem Beton winzige, schlafende Bakterien bei. Dringt durch einen Riss Wasser ein, erwachen diese Bakterien und beginnen festen Kalk auszuscheiden. Damit verschließen sie den Riss von selbst, ganz ähnlich wie die Kalkklümpchen der Römer. Das wäre weit mehr als eine technische Spielerei. Beton ist nach Wasser das meistverwendete Material der Welt und allein seine Herstellung verursacht einen großen Teil aller Treibhausgase. Ein Beton, der sich selbst repariert und doppelt so lange hält, würde der Umwelt enorm helfen. Schon vor rund 2000 Jahren beschrieb ein römischer Baumeister das Rezept für diesen Beton in seinen Schriften. Doch mit dem Untergang des Römischen Reichs geriet ein großer Teil dieses Wissens in Vergessenheit. Über viele Jahrhunderte baute Europa deutlich schlechter, als es die Römer einst getan hatten. Erst nach und nach entdeckte man die alten Techniken wieder. Dass wir heute mit modernsten Geräten erst mühsam entschlüsseln müssen, was damals zum Handwerk gehörte, zeigt, wie leicht hart erarbeitetes Wissen verloren gehen kann. Wir stehen heute mit Computern und Laboren vor einem Material, dessen Geheimnis ein paar Handwerker vor 2 Jahrtausenden längst beherrschten. Sie wussten vielleicht nicht, welche Chemie in ihrem Beton ablief. Aber sie wussten genau, wie sie etwas bauten, das die Ewigkeit überdauert. Und damit bleibt eine Frage. Wenn das beste Baumaterial der Geschichte schon vor 2000 Jahren existierte und dann in Vergessenheit geriet, welches Wissen verlieren wir gerade heute, ohne es zu merken? Schreib mir in die Kommentare, was dich am meisten überrascht hat. Wir sehen uns beim nächsten Kern der Dinge.